Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um das Thema Ethernet-Port, beziehungsweise wer eine Mesa-Karte mit Ethernet-Anschluss hat, dann blockiert ja diese Mesa-Karte theoretisch den einzigsten LAN-Port am PC. Und jetzt kommt immer wieder die Frage, okay, wie kann man denn nun den PC trotzdem mit Internet versorgen? Klar, man kann ein WLAN-Modul nehmen, man kann einen WLAN-Stick nehmen oder WLAN ist schon eingebaut und ich kann das verwenden. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit und das ist auch das, was ich heute behandle, denn das haben so einige mitbekommen. Ich habe einen, ich zeig's mal, einen USB auf Ethernet-Port und hier gleich noch so ein USB-Hub. Und ich zeige euch mal, wie das einzurichten geht, beziehungsweise habe ich auch noch einen bestellt, einen anderen, Kostenpunkt so zwischen 10 und 30 Euro, sage ich jetzt mal. Wir probieren den anderen auch gleich mal aus, ob das geht, und dann hätten wir zumindest schon mal zwei Typen, die mit dem aktuellen Linux-Image funktionieren. Aber das überprüfen wir. Jetzt kann ich schlecht das Bild aufnehmen, deswegen versuche ich das mal mit einer extra Kamera. Ich schalte hier mal um. Also wir sehen hier die Mesa-Karte, eine 7i96S. Und hier habe ich meinen USB auf Ethernet-Port. Da kommt natürlich die Mesa nicht dran, sondern da kommt unser Internet dran. Das habe ich hier. Also ich habe hier ein Ethernet-Kabel. Ich mache das mal ein bisschen länger. So. Also ich habe hier ein Ethernet-Kabel, was mit meinem Heimnetzwerk verbunden ist. Ja, und damit versuchen wir mal, diesen PC hier internetfähig zu machen. Ja, wie gesagt, normalerweise haben ja unsere PCs immer nur eine LAN-Schnittstelle, deswegen können wir aber das Internet über USB reinbringen, meiner Meinung nach. Wer jetzt auf WLAN verzichten möchte. Okay, ich schalte mal das Gerät an. Das wird jetzt meckern, weil keine Tastatur und Maus dran ist. Normalerweise habe ich hier auch gleich meine Receiver für die Maus und Tastatur mit dran. Ich stecke das jetzt einfach mal hier an die Seite. Und wir schalten mal den PC ein. Also normalerweise habe ich hier oben ja meine Verbindungen, die ich verwenden kann. Und wir sehen hier schon eine Internetverbindung, aber die geht aktuell nicht, weil ja der Adapter gar nicht da ist. Wir gehen mal rein. Das war der Adapter, das ist der USB-Adapter. Ich lösche die mal raus. So. Jetzt habe ich nur noch eine Verbindung, das ist die Mesa. Die ist auch aktiv, das heißt, ich kann die Mesa auch mal anpingen. Ping 10, 10, 10, 10. So, die Mesa-Karte antwortet. Ich breche das mal ab und jetzt versuche ich mal hier in das Internet zu gehen. Wir schauen mal an, ob hier YouTube geht. Nein, das geht nicht. Das heißt, wir haben auf diesem Rechner gar kein Internet. Das heißt, wir kriegen auch keine Updates, können keine Pakete installieren. Wir können eigentlich gar nichts machen. Und jetzt müsste ich theoretisch ja die Ethernet-Verbindung von der Mesa-Karte abziehen und meine Ethernet-Verbindung vom Router einstecken. Aber das machen wir nicht, sondern ich verbinde jetzt hier mein LAN Heimnetzwerk und suche mir einen freien USB-Port, stecke das mal ein. Und jetzt sehen wir schon, dass hier oben eine Kabelverbindung oder Kabelverbindung hergestellt wird. So. Die kann ich jetzt bearbeiten. Das heißt, ich gehe mal hier auf Verbindung bearbeiten. Nenne die mal hier Internet _1, weil den anderen Adapter werde ich auch gleich einfach mal parallel dazu anstecken. So, wir haben hier ein Gerät. Wir sehen, das ist das gleiche wie hier unten. Also ENX
FB am Ende. Hier hat er die MAC-Adresse. Ich mache mal speichern und sag mal hier trennen, nochmal verbinden. Wir können auch hier rechte Maustaste hier oben auf das Netzwerksymbol machen und die Netzwerkinformationen abrufen. Dann sehen wir schon, dass zum einen die Mesa ja eine feste IP-Konfiguration hat und das Internet bekommt über den THCP vom Router ja automatisch eine IP zugewiesen. Von dem her sollte der PC jetzt Internet haben. Wir schauen mal. Gehen wir mal auf mesanet.com. Also das funktioniert. Ihr seht, wir haben eine Internetverbindung. Wenn ich jetzt, ich schwenke nochmal runter, wenn ich jetzt das Ganze hier abziehe, dann sollte ich keine Verbindung mehr haben. Das heißt, ich drücke hier mal aktualisieren und wir sehen schon, dass hier oben das Ganze nur am Laden ist und wir bekommen gar keine Internetverbindung jetzt. So, ich stecke das nochmal an. Ihr seht auch, wie zügig das gleich geht. So, nochmal versuchen. So. Also wir haben einfach über diesen USB auf Ethernet-Port einen Ethernet-Port hier erhalten. Und von dem her kann ich jeden PC, der jetzt keine zusätzliche Schnittstelle hat, eigentlich mit einem LAN-Port versehen. Wie gesagt, ich würde da keine zeitkritischen Dinge drüber machen, sondern eher nur das Internet einspeisen in den PC. Okay, ich schwenke nochmal runter. Wir machen mal diesen hier auf. Und hier machen wir genau das gleiche. Also der hat auch hier noch zusätzliche USB-Ports. Hier ist ein Ethernet-Port. Und ich suche mir den nächsten freien Anschluss. Ich suche mir den nächsten freien Anschluss. Ziehe das Kabel nochmal von dem ersten Adapter ab. Mache den Browser auch zu. Wir gucken nochmal hier rein. Verbindung bearbeiten. Wir schauen mal, ob wir ein weiteres Gerät haben. Wir haben ein weiteres Gerät und zwar diesmal hier ENX. Also ne, wir können uns jetzt merken, ENX wäre dann der USB-Adapter. Und der eine endet mit FB, der andere mit F8. So, ich wähle mal den F8 aus, sage hier Internet unterstrich 2 speichern. Und jetzt stecke ich mal das Kabel, stecke ich jetzt mal hier in diesen Port rein. So, eingesteckt. Ich sehe schon, mal schnell hoch, ich sehe schon, hier oben hat es kurz den Status geändert. Sie sind nun mit Internet 2 verbunden. Das bedeutet, auch dieser Adapter funktioniert ohne Zutun. Also ich kann hier ohne Probleme diese Adapter einsetzen. Einfach von USB auf Ethernet. Wie gesagt, ich nutze dann gerne, ich stelle nochmal um hier, ich nutze gerne bei diesen USB auf Ethernet Port, nutze ich gerne diese zusätzlichen USB Ports für meine Transceiver oder Receiver für diese Tastatur-Maus-Geschichten. Also wir sehen, dieser funktioniert und dieser funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Adapter, die es so zu kaufen gibt, zwischen 10 und 30 Euro, sage ich jetzt mal, ohne Probleme einen Linux-Rechner internetfähig machen können oder beziehungsweise einen zusätzlichen LAN-Port, um einen zusätzlichen LAN-Port zu erhalten. Wir hatten letztens das Thema bei uns im Discord und da gab es auch den Hinweis, wenn man jetzt mit EtherCAT arbeitet, EtherCAT funktioniert wohl auch über USB zu Ethernet Port,
zu Testzwecken. Also wenn man jetzt einfach mal ISACAD zu Testzwecken testen möchte, kann man das auch da machen. Aber grundlegend würde ich empfehlen, diese zeitkritischen Dinge an LAN-Ports zu machen, die direkt an dem Bussystem im PC hängen, also im PCI-Bus und nicht über USB. Für Internetgeschichten perfekt. Also ihr seht, ich habe 2 Adapter, ich kann auch nochmal die genauen Typen jetzt euch gleich hier einblenden. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass 99% der Adapter hier im Linux-Image laufen. Demnach kann man sich das WLAN sparen, beziehungsweise wenn man kein WLAN hat, kann man so einfach das Internet trotz Verwendung einer Mesa-Karte in den PC bekommen. Das ergibt auch Sinn, denn letztendlich, ich kann Updates machen, ich kann Pakete installieren, ich kann mal schnell in der Linux CNC Hilfe kann ich agieren, ich kann schnell Dateien transferieren, also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen System mein G-Code generiere, dann kann ich ihn einfach darauf schieben oder am Linux CNC Rechner kann ich auf einen Netzwerkordner zugreifen und dort mir die Daten einfach abholen. Deswegen aus meiner Sicht her macht es Sinn, dass ein Linux-Rechner auch Zugriff auf Netzwerk erhält. Internet, ja, kann man sich streiten, aber auf Netzwerkordner, das ist schon eine feine Sache. Okay, dann ziehe ich das nicht weiter in die Länge. Ich sage, abonniert den Kanal, schaltet die Glocke an, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, darüber hinaus, könnt ihr das gerne bei Patreon tun. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.